Hallo liebe Concorde-Freunde, heute möchte ich euch das Heizungssystem im Centurion auf Iveco Daily Basis zeigen. Die Heizung im Centurion Daily schaltet ihr hier oben über unser Kontrollpanel ein. Also nicht, wie ihr das gewohnt seid, über das alte Panel, sondern wir gehen hier oben auf unseren Heizungsbutton in unserem Centurion Panel, sehen jetzt ein Display, was dem alte Steuerung ähnelt. Und als erstes schalten wir hier oben mal den Einschaltbutton an. Dann ist der hell unterlegt, dann wisst ihr, die Heizung ist jetzt eingeschaltet. Ihr habt auch gesehen, das alte Display unten drunter ist mit angegangen. Das brauchen wir gleich noch, das läuft im Hintergrund mit. Aber ihr macht die ganzen Grundeinstellungen oben. Wir haben hier eine Grundtemperatur immer eingestellt von 5 Grad. Die Temperatur wird über Thermostate für die einzelnen Heizungskreisläufe geregelt, kommt gleich auf der zweiten Seite. Ansonsten schaltet ihr hier ein, so wie ihr das gewohnt seid, die Warmwasserboiler hoch oder runter schalten. Ihr schaltet ein, wenn ihr mit Strom heizen wollt, die entsprechende kW-Zahl mit Plus und Minus, so wie ihr das kennt. Und natürlich schaltet ihr auch hier euer Gas ein, indem ihr eben auf den On-Button drückt. Jetzt wird hier in der Mitte steht ein grünes On, damit ist die Heizung mit Gas eingeschaltet. Wenn ich das Gas ausschalten will, auf Off drücken und es steht ein rotes Off. Die zwei On- und Off-Schalter sind nicht hinterlegt farblich, sondern das, was in der Mitte steht, habt ihr gerade eingeschaltet. Ich zeige euch jetzt die Temperatureinstellung für die alte Heizung. Wir brauchen dazu verschiedene Schritte. Machen wir das jetzt mal Step by Step. Wenn ihr hier oben in unserem Display seht, hier steht 5 Grad, heißt es nicht 5 Grad, sondern es bedeutet, die Heizungspumpe ist aus. Kleiner Blick hier auf das alte Display, das Pumpenzeichen ist nicht an, also die Pumpe ist aus. Um meine gewünschte Temperatur zu verstellen, muss ich aber erst einen Heizungskreislauf öffnen, damit das geht. Und dazu gehen wir auf die zweite Seite. Ihr seht hier die 4 Heizungskreisläufe, die im Moment alle aus sind, weil hier überall ein Off steht. Jetzt gehen wir auf einen Heizungskreislauf und schalten den nach oben, bis es rot wird, damit eingeschaltet ist. Und dann können wir zurückgehen und können jetzt unsere Temperatur verstellen. Ich empfehle euch, stellt die Temperatur ein, die ihr als wärmstes haben wollt in einem der Räume. Normalerweise will ich es immer im Bad am wärmsten haben und würde sagen, im Bad brauche ich 25 Grad. Und dann stelle ich mir jetzt hier meine Temperatur ein, bis ich bei 25 Grad angelangt bin. 25,5 ist auch schön. Jetzt kann ich wieder zurückgehen auf meine zweite Seite und kann jetzt meine verschiedenen Heizungskreisläufe entsprechend regeln. Ihr müsst euch vorstellen, die 5 ist ungefähr 20, 22 Grad, so ungefähr. Ihr könnt die einzelnen Kreise zwischen 1 und 10 ansteuern. Ihr könnt aber nicht über die 25 Grad, weil die habe ich jetzt quasi so als Maximaltemperatur eingegeben. Das heißt, die 25 Grad sind ungefähr 7 bis 8, die stelle ich mir jetzt im Bad ein. Gehe ich mit dem Kreislauf hoch auf 7. Und wenn ich sage, aber im Schlafzimmer kann es ein bisschen kühler sein, dann gehe ich eben da runter und sage, da will ich nur 4 haben, das sind dann vielleicht 18 Grad. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren, das sind ja alles eure eigenen Wohlfühltemperaturen, das kriegt ihr mit einer Weile raus, wie ihr welchen Bereich einstellt. Wichtig zu wissen, die Maximaltemperatur habe ich vorne eingegeben und dann kann ich die einzelnen Kreisläufe in den verschiedenen Bereichen runterregeln. Was auch passiert, sobald einer diese Schalter eben auf Rot, auf On ist, seht ihr, dass hier unten die Pumpe anspringt. Das bedeutet für mich, jetzt ist die Heizung in Betrieb. Wenn dann alle Temperaturen erreicht sind, so wie ich sie hier oben eingestellt habe, dann gehen die einzelnen Kreisläufe aus, weil ich habe ja meine Temperatur erreicht. Das Pumpenzeichen geht aus und wenn ich dann drüben in meinem Display wieder bin, springt es zurück auf 5 Grad, was einfach bedeutet, die Pumpe ist aus. Geht aber von alleine wieder an. Wenn die Temperatur absinkt, die Fühler gemessen haben, es wird zu kalt, dann springt die Heizung wieder von alleine an. Ich hoffe, das war jetzt soweit verständlich. Wir gehen jetzt dann nochmal auf das alte Display, um uns noch weitere Funktionen anzuschauen, die wir dort einstellen können.
die alte Heizung bietet uns ja noch vielfältige Möglichkeiten für Einstellungen, der Bequemlichkeit halber. Ihr kennt die Nachteinstellung, diverse Dinge, die wir da einschalten können. Das hatte ich ja schon mal in unserem Heizungsvideo ausführlich erklärt. Das gibt es nach wie vor und das müsst ihr über dieses alte Display steuern, so wie ihr es kennt, beziehungsweise wenn nicht, schaut euch dieses Video nochmal an, da sind alle Optionen aufgezählt. Für euch aber ganz wichtig nochmal, wenn ihr jetzt schon in diesem Menü seid und dann denkt ihr, seid ihr irgendwie abgelenkt, dann fangt ihr an, hier die Grundeinstellungen der Heizung zu verstellen, was theoretisch geht, aber unser Display wird das nicht übernehmen. Beziehungsweise umgekehrt, solange dieses Menü offen ist, kann ich hier oben an der Heizung nichts verstellen. Also das muss einfach das eine aus sein, dass das andere funktioniert. Das heißt, will ich jetzt gleichzeitig, nachdem ich meine Nachteinstellung programmiert habe, noch meine Heizung ein bisschen die Temperatur verändern, muss ich erst wieder aus dem Menü hinausgehen und dann kann ich jetzt hier oben wieder meine Einstellungen vornehmen. Das ist ganz wichtig. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend, aber wenn ihr mal drin seid, werdet ihr da problemlos mit zurechtkommen. Wir bieten ja im Centurion Daily ein sogenanntes Hybrid-Heizungssystem an, was aus der Alde-Heizung und einer zusätzlichen Webasto-Dieselheizung besteht. Wenn ich diese Option habe, schalte ich meine Dieselheizung, gehe ich einfach wieder auf meine Seite mit den verschiedenen Optionen. Jetzt steht hier Dieselheizung und ich muss nichts weiter tun, als die Heizung hier einzuschalten. Dann wird sie entweder dazu heizen, wenn es extreme Kälte hat, oder ihr könnt, wenn ihr kein Gas habt, das Gas abschalten. Dann wird eben nur über Diesel geheizt. Für heute sind wir fertig. Ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken. Beim nächsten Mal zeigen wir euch verschiedene einzelne Optionen, Kleinigkeiten, die einfach bei einem Centurion Daily anders sind als bei anderen Fahrzeugen. Freue ich mich schon auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!